Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, eurer Baba Yaga. In diesem Video möchte ich euch die krassesten Custom Designs zeigen, die ich bis jetzt zumindest gefunden habe. Das ist der erste Teil, aber es ist bestimmt auch nicht der letzte Teil, weil es ja immer wieder neue Designs gibt und man immer wieder neue entdeckt. Unter meinen Videos habe ich schon teilweise Fragen zu den Custom Designs bekommen, die ich benutze. Deswegen möchte ich die euch heute auch zeigen. Und wir starten direkt einmal mit den Designs von dieser Erstellerin. Das sind so botanische Blumen- und Pflanzendesigns und das finde ich privat auch mega schön, also auch als Bilder an der Wand, und deswegen finde ich die halt einfach so krass, dass die so nice aussehen. Unten links werdet ihr übrigens immer die Ersteller-ID sehen. Ich mache das jetzt nicht nach Design-ID, damit ihr auch alle anderen Designs euch von der Person anschauen könnt, und die haben ja meistens mehr als ein cooles Design. Auf jeden Fall finde ich diese Schilder übelst krass und dieses Botanical Bells Schild habe ich auch bei mir auf meiner Insel. Weiter geht es mit diesen Designs. Also auf der einen Seite finde ich einmal die hier ganz cool für Verkaufsstände, aber worum es mir eigentlich geht, sind diese Bodendesigns. Die benutze ich auch auf meiner Insel und habe schon sehr viele Fragen dazu bekommen. Ich finde die einfach mega nice gemacht. Die blenden super gut in die verschiedenen Böden ein. Und da ich so viele Fragen bekommen habe, zeige ich euch das hier auch nochmal. Dann finde ich auch diese Pflanzendesigns ganz cool, also diese Botanical, die ich euch eben gezeigt habe, sowieso. Aber was ich an denen cool finde, ist, dass die halt transparent sind. Das heißt, die kann man auch mega gut auf dem Boden verteilen, ohne dass da jetzt so Blockdesigns entstehen sozusagen. Und die finde ich halt einfach mega schön, auch von den verschiedenen Pflanzen. Und für so Wälder und Fairy-Inseln und so weiter passt das auf jeden Fall perfekt. Und ich finde das einfach mega krass, dass man sowas mit einfachem Pixel-Design hinbekommen kann. Also da schäme ich mich hier eigentlich schon fast für meine Designs. Aber ja, Übung macht wahrscheinlich den Meister, aber ich glaube, sowas würde ich niemals hinbekommen. Weiter geht es dann mit dieser Erstellerin. Die hat meiner Meinung nach auch sehr viele schöne Designs, vor allen Dingen diesen Mehlsack. Das sieht richtig gut aus, und wenn man ein Kissen bearbeitet bzw. umgestaltet und das da drüber legt, hat man quasi wirklich Mehlsäcke, die man auf seiner Insel verteilen kann. Dann finde ich hier diese Pilz- und auch Blumendesigns sehr schön. Da kann man einmal diese Pilz- oder auch Blumenkreise mitmachen oder die auch einzeln verteilen. Die finde ich auf jeden Fall auch mega süß. Was ich auch sehr cool fand, war einmal dieses Design hier für einen Verkaufsstand. Ich finde das mega cool, dass es auch so wirklich wie eine Lichterkette aussieht. Gut gefallen hat mir auch zum Beispiel diese Lotusfliese. Finde ich auch mega schön. Also eigentlich kann ich mich auch sowieso die ganze Zeit nur wiederholen, weil die Sachen so nice aussehen. Und sie hat auch verschiedene oder auch eher verschiedene Designs für Verkaufsstände. Zum Beispiel das hier für einen Töpferstand oder so, finde ich auch mega cool. Also ja, es tut mir leid, ich wiederhole mich, aber die Sachen sind einfach cool, krass und schön. Also mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Dann dieses Flower-Poster finde ich halt auch cool. Und auch wieder privat würde mir das halt auch voll gut gefallen. Und dieser oder diese Erstellerin hat auch verschiedene Blumen als so einzelne Bilder oder wofür auch immer man das benutzen möchte, designt. Kann man auch als Kissen benutzen, also da sind ja sowieso keine Grenzen gesetzt, und mir gefällt das, wie ich das ja schon gesagt habe, auf jeden Fall sehr, sehr gut, und man kann sich da auf jeden Fall austoben und sich verschiedene Umgestaltungsmöglichkeiten für zum Beispiel Kissen oder auch für Designs auf dem Boden entscheiden. Was mir hier besonders gut gefällt, sind die Randsteine für die Wege. Ich habe auch gleich nochmal mehr Randsteine, die ich auch noch ein bisschen besser finde, aber das ist natürlich immer auch Geschmackssache, was da einem gefällt, ob man lieber was Breites oder was Schmales haben möchte. Hier gefallen die mir sehr gut, wenn man so Beete abgrenzen möchte. Und vor allen Dingen, was auch sehr viele verwenden, was ich schon in so vielen Inseltouren gesehen habe, sind diese Steine, die Stepping Stones, aber halt eben auch diese Kreise, die aus den 4 Teilen bestehen. Die sehe ich meistens in Grau, aber wie ihr sehen könnt, gibt es die auch in Rot. Und ich finde, die sehen halt richtig cool aus, wenn man die auf seiner Insel verteilt. Man kann die natürlich auch auf einen 4x4 in rund gestalteten Erdpatch geben. Das sieht dann auch nochmal nice aus. Also das sind halt auch richtig coole Sachen von dem Ersteller. Für diese Erstellerin habe ich euch auch schon in meinem Design-Tipps- und Ideen-Video gezeigt. Da geht es nämlich um diese Gitterspaliere, die finde ich mega schön, um damit die Zwischenwände zu gestalten und dadurch auch nochmal ein bisschen
ja, ein bisschen mehr Varietät auf seine Insel zu bringen. Man kann die natürlich aber auch für Verkaufsstände benutzen. Also das geht auch super gut mit diesen Gitterspalieren. Dieser Designer oder diese Designerin hat auch richtig schöne Designs für den Boden. Also die Steine an sich finde ich schön. Dann gibt es ja auch noch quasi diese Holzterrassen mit den Stufen. Das finde ich an sich auch eine coole Gestaltungsmöglichkeit für seine Insel. Aber ich habe meistens immer nur so Designs gesehen, die mir so ein bisschen zu pixelig waren, ein bisschen zu sehr New Leaf mäßig. Und ich wollte eher so ein bisschen was mehr so HD ist, was mehr zu New Horizons passt. Und das kommt mir da, glaube ich, schon sehr nahe, aber die werde ich auf jeden Fall erst benutzen, wenn ich da was Perfektes gefunden habe. Das ist natürlich Geschmackssache und von dem Designer finde ich natürlich auch diese Ratternteppiche cool, die ihr gerade eben gesehen habt, die auch aus 4 Teilen bestehen. Also da gibt es natürlich auch wieder viele Sachen, die man sich aussuchen kann. Weiter geht es mit Mengin. Da fand ich diese Fliesendesigns richtig cool. Das ist mal was anderes und so eine Art von Fliesen habe ich auch bei mir in der Küche und das finde ich eigentlich mega süß und auch eine mega coole Idee. Man kann das zum Beispiel für Zwischenwände verwenden, dann kann man so Fliesenwände aufstehen. Natürlich kann man die auch einfach auf dem Boden verteilen und zum Beispiel um einen Pool herum oder sowas so eine Fliesenfläche machen. Aber dieses Design und so, das ist auch schon wieder so detailliert und schön und weiß und blau, ist auch so zeitlos, aber auch so schön. Sorry, dass ich mich so oft wiederhole mit dem Wort schön, aber ich finde das einfach so krass, was die Leute da alles hinkriegen und dann sitze ich da mit meinen Krüppel-Design-Skills und mache dann da irgendwie so eindimensionale Blumen und so. Also da muss ich echt sagen, das ist echt krass und ich finde das halt, wie gesagt, einfach mega schön. Ich finde es auch so schade, dass man nur 50 Slots hat. Es gibt so viele schöne Designs, die ich gerne auf meiner Insel verwenden würde. Aber jetzt muss man sich entscheiden und so. Also ich hoffe, wir kriegen irgendwann mal vielleicht nochmal 50 Slots dazu. Von diesem Designer, ja, finde ich eigentlich die ganzen Designs ganz sweet, aber was ich benutze, sind die Kleeblätter. Die finde ich eigentlich ganz cool, weil die so ähnlich sind, wie wenn man Unkraut pflanzt. Aber auch die Gänseblümchen von dem Designer sind ganz schön. Hier bei diesem Designer, also sorry, dass ich immer nur der Designer, die Designerin oder so sage, ich kann die Namen leider nicht lesen, aber hier gefallen mir auf jeden Fall mega gut die Fransen für so Picknickteppiche zum Beispiel, die finde ich sehr schön gemacht. Auch dieses gehäkelte oder gestrickte Muster finde ich sehr schön. Dieses Design finde ich ganz schlimm. Also ich mag das gar nicht, wenn man so Bretter hat, die nur ein Block groß sind. Also das gefällt mir wirklich gar nicht. Ich finde, das müsste schon so über 2, 3 Blöcke verteilt sein, damit das gut aussieht. Aber zum Beispiel dieses Wegdesign, das finde ich halt auch sehr schön mit den Steinen und den Blättern an der Seite. Da kann man auf jeden Fall auch sehr viel mitmachen. Das bringt auch wieder nochmal so ein bisschen Abwechslung und sieht halt auch nochmal so ein bisschen belebter und natürlicher aus durch die Blätter an der Seite. Wenn die Blätter einem nicht gefallen, aber die Steine kann man, wie man sehen kann, die Wegränder auch ohne die Blätter nehmen. Mir persönlich gefällt das mit den Blättern aber auf jeden Fall besser. Und ja, warum ich das nicht so mag, mit diesen einzelnen Brettern so, ich finde, das sieht halt, wie ich das auch eben schon mal so kurz gesagt habe, mir irgendwie so ein bisschen zu sehr nach so Pixel-Games aus. Und dadurch, dass wir jetzt so ein HD-Spiel haben und leider haben wir so wenig Slots, deswegen ist es natürlich auch nicht ganz optimal, aber dadurch, dass wir halt einfach so HD jetzt haben, finde ich das halt schon schöner, wenn das dann noch so ein bisschen detaillierter und auch größer aussieht. Bei den Designs von Kelsey könnt ihr euch wieder viele verschiedene aussuchen, also sie hat dort auch die Fransen für die Picknickteppiche, auch Picknickteppich-Designs. Finde ich eigentlich alles auch ganz schön, aber was mir persönlich am besten gefällt, sind unten in der 3. Reihe die Blümchen. Die finde ich eigentlich voll schön, um so ein bisschen mehr Abwechslung auf die Grasflächen zu bringen. Also das finde ich immer ganz schön, wenn man dann nochmal so zwischendurch ein bisschen was verteilt. Nicht zu viel, nicht zu wenig, einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ist jetzt nur mein Geschmack. Also wenn ihr die ganze Insel voll machen könnt, ist es natürlich auch in Ordnung. Ich will da niemandem was vorschreiben. Ich erzähle euch ja, wie gesagt, einfach nur das, was mir gefällt. Und ihr müsst da ja auch nicht zustimmen. Aber auf jeden Fall ist das der Grund, warum mir diese Designs besonders gut gefallen. So, dann gefallen mir hier von Melissa diese
ja, Wegumrandungen oder wie nennt man das? Ich weiß es nicht genau, beziehungsweise Bordsteine vielleicht auch richtig gut. Die hat sie auch für alle möglichen Wege vorbereitet. Die hat sie in schmal und in breiter. Und sobald ich alle meine Wege verlegt habe und genau weiß, wo welcher Weg auf jeden Fall bleiben wird, werde ich diese Designs auch benutzen. Was mich aber stört ist, wenn man die Designs über die Wege drüber legt, dann geht der Sound von den Wegen verloren. Und ich finde den Sound, wenn man über die verschiedenen Wege läuft, so schön. Deswegen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die benutzen werde. Vielleicht wird das auch irgendwann mal noch gepatcht werden. Oder ich kann mich damit abfinden und dann werde ich das benutzen. Das werde ich dann noch mit mir ausmachen müssen. Hier bei dieser Designerin oder diesem Designer finde ich diese ja, Baumstammscheiben sehr schön. Also die kann man auch dadurch, dass sie über verschiedene Slots verteilt sind, kann man die auch sehr schön ja, anti-symmetrisch sozusagen auf der Insel verteilen. Also ist auch eine mega schöne Idee für so Wälder zum Beispiel. Und was mir bei ihr oder ihm auch sehr gut gefällt, sind einmal die Tatzenabdrücke, aber vor allen Dingen auch die Hufabdrücke. Da man ja zum Beispiel auch so Hirsche oder Rehe bei sich hat, passt das eigentlich perfekt und bringt, wie ich das ja auch eben schon bei den Blumen gesagt habe, nochmal so ein bisschen mehr Dimension auf die langweiligen Grasflächen und auch diese Verkaufsstanddesigne mit den wie nennt man das nochmal? Mit dem Weißen und mir fällt gerade der Name nicht ein, aber dieses gehäkelte, das finde ich halt auch mega schön und dadurch, dass die durchsichtig sind teilweise, hängt das sogar so in diesem Muster runter. Also das finde ich mega cool. So, das war das Video. Am Ende seht ihr hier nochmal meine Designs. Sehr peinlich im Gegensatz zu den anderen, aber ja, wenn euch meine Augenbrauen oder so gefallen aus meinem Tutorial, dann könnt ihr die auch haben und zumindest diese Rezeptschilder habe ich relativ gut hinbekommen. So, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass wir uns in einem anderen meiner Videos wiedersehen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was euch am besten gefallen hat und welche Designs ich vielleicht auch am besten mal auschecken sollte. Bis dann!